Das 1977 erschienene Atari Video Computer System ist eine der ersten Videospielkonsolen aller Zeiten. Heute schauen wir uns an, wie sie entstanden ist, was sie besonders gemacht hat, wie es ohne sie Activision nie gegeben hätte und wie du das nostalgische Erlebnis von damals heute bequem mit dem Atari 2600 Plus nachstellen kannst, in seinem brandneuen Look. Nolan Bushnell und Ted Dabney, Kollegen bei Ampex, einem Hersteller von Videorekordern, sind die Erfinder des ersten kommerziellen, münzbetriebenen Videospiels Computer Space. Eine Kopie von Space War, die sie unter dem Firmennamen Syzygy veröffentlichen. Nach einem Testlauf in einem örtlichen Walgreens bauen sie weitere Automaten für Bars und Restaurants und jeder davon nimmt rund $400 die Woche ein. Ist in einer Zeit, in der Leute noch nichts mit Videospielen anzufangen wissen, aber viel zu kompliziert. Ihre Leidenschaft entdeckt, gründen die beiden 1972 ihre gemeinsame Firma Atari, benannt nach einem Spielzug in Go, um auf die Welle der aufkeimenden Videospiele aufzuspringen. Wohlgemerkt in einer Zeit, in der mit dem Magnavox Odyssey gerade mal die erste Videospielkonsole überhaupt erscheint. Das Ping-Pong-Spiel darauf begeistert Bushnell allerdings dermaßen, dass er seinen Angestellten Alan Acorn damit beauftragt, eine eigene Version davon zu erstellen. Diese wird so unterhaltsam, dass Atari sie als Arcade-Automaten in die Spielhallen bringt. Spielhallen, die zu der Zeit noch von Pinballtischen dominiert werden. Und infolge des landesweiten Erfolgs dermaßen viel Geld scheffelt, dass selbst die Klage seitens Magnavox kaum ins Gewicht fällt. Die können nämlich beweisen, dass Bushnell ihr Spiel im Frühjahr 72 getestet hatte, indem er sich in ihrem Gästebuch verewigte. Atari wird zu einer Zahlung von $700.000 verurteilt, erhält im Gegenzug aber die noch lukrativeren Patentnutzungsrechte von Magnavox. 1975 steigt das Unternehmen dann mit ihrer Heimversion von Pong in die allererste Konsolengeneration ein, da sich der Automatenmarkt letztlich als nur wirklich lukrativ für die Betreiber der Bars und Restaurants entpuppt. Gesetze zum Schutz geistigen Eigentums in diesem Bereich sind noch nicht ausgearbeitet, also kopieren zahlreiche Konkurrenten das Konzept und mindern Ataris Einnahmen. Zur selben Zeit beginnen auch zwei Legenden bei Atari zu arbeiten: Steve Wozniak und der andere Steve, später eher bekannt als die Gründer von Apple. Während die an weiteren Arcade-Hits entwickeln, arbeitet Atari an einem Projekt mit dem Arbeitstitel Stella, benannt nach dem Namen des Fahrrads einer der Ingenieure, Joe DeCure. Um die Konkurrenz dieses Mal auszubremsen, handelt man mit den Computerchip-Herstellern Exklusivverträge aus, die ihre Bauteile für den Wettbewerb unzugänglich machen. Denn bei Atari realisiert man, die durchschnittliche Lebensdauer eines Videospiels ist kürzer als die Zeit, die die Entwickler der Hardware benötigt. Relevant hierfür ist die Veröffentlichung des kosteneffizienten MOS 6502 8-Bit Mikroprozessors, der später auch im Famicom zum Einsatz kommen sollte. Derartige Computerchips kommen langsam auf den Markt und bieten deutlich mehr Möglichkeiten als die bis dahin extrem kostspieligen, extra entwickelten Chips, die wie in der Pong-Konsole verbaut sind und lediglich ein einziges Spiel simulieren können. Atari geht unmittelbar nach der Ankündigung in Verhandlungen mit MOS Technology und handelt die Prozessorhersteller von ihrem bereits unverschämt günstigen Preis in Höhe von $25 auf weniger als die Hälfte herunter. Dafür sollen sie allerdings nicht den MOS 6502 bekommen, mit dem Steve Wozniak den ersten Apple-Computer baut, sondern den etwas leistungsschwächeren 6507. Der wird im Projekt Stella verarbeitet, einer neuen Heimkonsole, die den bisherigen Markt revolutionieren soll. Eine Technik, die bereits länger in Planung ist, bisher aber aufgrund der hohen Komponentenkosten unwirtschaftlich war. Zuständig für das Projekt ist Cyan Engineering, ein Unternehmen, das Atari 1973 aufkauft und das interessanterweise ebenfalls von zwei ehemaligen Ampex-Ingenieuren gegründet wurde. Zu ihren weiteren Projekten gehört der Roboter-Prototyp Kermit, der entwickelt wurde, um Nolan Bushnell Bier bringen zu können. Eines der größten Preisprobleme seiner Zeit ist der Arbeitsspeicher. 1 Kilobyte RAM kostet 1975 ein Vermögen von mehreren hundert bis 1000 US-Dollar. Wenn man die Kosten also so gering halten möchte, dass ein System nicht genug Speicher für einen Framebuffer hat, muss man clever programmieren, um die ausgegebenen Bilder Zeile für Zeile zu zeichnen, während sie von demselben Prozessor auf dem Fernseher ausgegeben werden.
Jay Miner, später bekannt als Vater des Commodore Amiga, löst das Problem für Atari mit dem Television Interface Adapter, einem integrierten Chip, der für seinen Prozess Racing the Beam bekannt wird. Stell dir vor, du willst ein Bild auf dem Fernseher zeichnen. Heutzutage speichert eine Spielkonsole das ganze Bild im Speicher, wie ein Foto, und schickt es an den Fernseher. Beim Atari 2600 geht das nicht. Er hat so wenig Speicher, dass nicht einmal ein einzelnes vollständiges Bildschirmbild hineinpasst. Ein alter Röhrenfernseher funktioniert, indem ein Elektronenstrahl, englisch Beam, das Bild von oben nach unten auf dem Bildschirm zeichnet, Zeile für Zeile. Wenn der Strahl unten angekommen ist, springt er wieder nach oben und fängt von vorn an. Das Spieleprogramm im Atari muss synchron mit diesem Strahl arbeiten. Das heißt, während der Strahl gerade Zeile 1 zeichnet, muss die Konsole in genau diesem Moment die Daten für Zeile 1 liefern. Wenn der Strahl zur nächsten Zeile springt, muss der Atari blitzschnell in Echtzeit die neuen Daten berechnen. Wenn das Programm zu langsam ist, verpasst es den Strahl und das Bild wird verzerrt oder flackert. Das Programm rennt quasi mit dem Fernseherstrahl um die Wette. Der Programmierer muss entsprechend in jedem Moment genau wissen, was der Fernseher gerade zeichnet. Und im Takt des Strahls entscheiden, welche Farben sichtbar sind, wo die Spielfigur steht, ob etwas gespiegelt oder verschoben wird und wann neue Objekte erscheinen. Das passiert 60 Mal pro Sekunde, bei jeder einzelnen Bildschirmzeile. Hinzu kommt, dass die Konsole ohne einen Grafikchip mit Bildspeicher über ihren TIA-Chip nicht mehr als 5 bewegliche grafische Elemente gleichzeitig in einer Zeile darstellen kann. Jedes Element existiert ein einziges Mal im Interface-Adapter, wodurch es pro Zeile auch nur ein einziges Mal gezeichnet werden kann. Bei späteren Spielen wie Space Invaders sieht man aber deutlich, dass Entwickler diese Limitierung umgehen und sogar zu ihrem Vorteil nutzen können. Indem sie wieder einmal dem Strahl hinterherjagen, der sich von links nach rechts kontinuierlich aufbaut, lassen sie den TIA 2 Sprites zeichnen. Stimmt man diesen Zeilenaufbau zeitlich genau ab, kann man ein Stück weiter rechts dieselben 2 Sprites erneut zeichnen lassen und so weiter. Die vorangegangenen Paare existieren quasi gar nicht mehr, sind bis zum nächsten Zeilenaufbau aber sozusagen noch in den Bildschirm eingebrannt. Stimmt das Timing nicht exakt oder werden die Bewegungen anspruchsvoller, entsteht ein Flackern, wie es populär bei Pac-Man auftritt. Unterm Strich macht das die Programmierer der Spiele wichtiger als die Konsole selbst. Die Relevanz des Bildschirms nicht zu vergessen, da der Television Interface Adapter oder kurz TIA für die Röhrenfernseher der späten 70er entwickelt wird und ein stabiles Bild auf modernen Geräten erschwert. Um nun mehr aus einem Spielmodul herauszuholen, als die Konsole selber handeln kann, machen Entwickler Gebrauch von CPU-Bus, Memory Mapping und Bank Switching. Stell dir den CPU-Bus wie ein Straßennetz zwischen der CPU und den anderen Bauteilen vor. Über diese Leitung fließen Adressen, die beschreiben, wo gelesen oder geschrieben werden soll, sowie Daten, die am Zielort vorgefunden werden. Die CPU, also der Konsolenprozessor, fragt eine Adresse ab und das Modul liefert den entsprechenden Wert. An jeder Adresse kann ein Byte stehen und mit seinen 8 Kilobyte kann der Atari ein Netz von 8192 Adressen erstellen. Die Spielemodule haben aber keinen Zugriff auf das gesamte Straßennetz, da die Hälfte bereits reserviert ist mit dem Arbeitsspeicher der Konsole, einem Steuerregister für zum Beispiel Spiegelungen, dem TIA für Grafik und Sound. Die CPU kann die einzelnen Bauteile nicht dediziert ansprechen. Sie sieht nur ihr Netz aus Adressen und das Erkennen, was sich dahinter verbirgt, wird Memory Mapping genannt. Das Auslesen der Karte sozusagen, der Map. Bank Switching kommt zum Einsatz, als Entwickler Spiele programmieren, die über die für sie vorgesehenen 4 Kilobyte hinausgehen. Dieser verfügbare Speicher ist alles, das die CPU auf einmal sehen kann, wie ein Brett in einem Bücherregal. Beim Bank Switching nutzt du jedoch einen Hebel, um auf ein anderes Regalbrett zugreifen zu können. Ein Spielmodul kann den verfügbaren Speicher der Konsole mit seinem ROM übersteigen, dem Lesespeicher, der gerne auch mal 8, 16 oder sogar bis hin zu 64 Kilobyte umfasste. Darin integriert ist der Bücherregalhebel oder Steuermechanismus. Er verbirgt sich hinter bestimmten Adressen. Werden diese besucht, liest das Programm nicht etwa wie gewohnt Daten aus, sondern setzt das Signal zum Umschalten der aktiven Speicherbank, um mehr Inhalt zugänglich zu machen. Dieselben Adressen verbergen für die CPU plötzlich völlig andere Daten.
So werden größere Level, eine bessere Grafik, Musik, komplexere Logiken und später sogar gespeicherte Highscores möglich. 1982 erscheint zusätzlich noch der Moduladapter Supercharger der Firma StarPath, der die Hardware der Atari-Konsole sozusagen upgradet. Seine eingebauten 6 KB RAM ver50-fachen den Speicher von Stellar und spielen Games von einer Audiokassette ab, indem man das Modul per Kabel mit einem Kassettenrekorder verbindet. Die auf der Kassette gespeicherten Tonsignale werden über den Supercharger in Daten umgewandelt, der im Arbeitsspeicher den Gamecode bildet, der wiederum ganz normal von Ataris CPU ausgelesen werden kann. Das ermöglicht deutlich komplexere Spiele wie das Fantasy-RPG Dragon Stomper mit seinen diversen Lösungswegen. Oder Pseudo-3D-Grafik. So bahnbrechend das Add-on und so vielseitig die damit eröffneten Möglichkeiten auch sind, setzt sich der Supercharger nicht durch. Die Kassettenladezeiten sind lang und durch Bandqualität oder Lautstärkeprobleme äußerst fehleranfällig. Außerdem steht der Aufbau der erforderlichen Infrastruktur dem begehrten Plug-and-Play-Prinzip entgegen, das Konsumenten so begeisterte. Im Gegensatz zu den bis dato erschienenen Konsolen für den Hausgebrauch sollte Stellar nämlich nicht nur ein einziges Spiel zur Verfügung stellen, sondern einen ganzen Katalog davon. Mit ihren zunehmenden Arcade-Entwicklungen im Rücken kann Atari bereits auf eine Vielzahl von Software zurückgreifen, die sie auf diesem Weg zur Gewinnmaximierung nun auch für das heimische Wohnzimmer verfügbar machen wollen. Und um in so vielen Wohnzimmern wie möglich zu landen, drückt man die Produktionskosten bestmöglich nach unten. Ihr Ziel ist ein Ladenpreis von unter $200, um in Relation zu einem guten Kassettenrekorder seiner Zeit zu stehen. Besagte Wohnzimmer sind auch für das 1976 formannehmende Design der Konsole verantwortlich, die sich an der typischen Inneneinrichtung des amerikanischen Haushalts seiner Zeit orientiert. Derweil wird der Markt aber von Nachahmern des Nachahmers geflutet und die Verkäufe der Pong-Konsole brechen merklich ein, was Atari einen Strich durch die Finanzen macht, die nötig gewesen wären, um die neue Hardware pünktlich zum Weihnachtsgeschäft und vor den Konkurrenzprodukten in die Läden zu bekommen. Hinzu kommt eine finanzielle Misskalkulation bei ihrem Grand Track 10 Automaten, der in den Spielhallen zwar zum Hit wird, dessen Herstellungskosten allerdings den Verkaufspreis übersteigen. Bushnell machte es sich so also zur Aufgabe, zahlungskräftige Investoren zu suchen, die sich letztlich als so zahlungskräftig entpuppten, dass sie gleich das ganze Unternehmen kaufen. Warner Communications legt für die rapide wachsende Firma $28 Millionen auf den Tisch und sichert damit die Entwicklung von Stellar, die neben anderen Projekten mit 120 zusätzlichen Millionen unterstützt wird. Auf der CES 1977 kann es dann endlich offiziell vorgestellt werden. Das Atari Video Computer System mit seiner edlen Holzimitatummantelung, die ihm in Großbritannien den Spitznamen Woody einbrachte. Dem zeitlosen schwarzen Plastik, den verschiedenen Controllern und natürlich seiner beeindruckenden Spielebibliothek. Die kann beeinflusst werden von den 6 zur Verfügung stehenden Schaltern auf der Konsole, die eine Farb- oder Schwarz-Weiß-Ausgabe regeln oder im kreativen Falle von Space Shuttle zum Aktivieren der Triebwerke. Den Spielmodus, Space Invaders hatte satte 112 davon, oder auch die Schwierigkeitsstufe. Dabei handelt es sich primär um eine Handicap-Einstellung für das große Angebot an 2 Spieler-Games, die Schläger kleiner macht oder Schussreichweiten minimiert. An sich ist die Konsole größer, als sie sein müsste, denn im Innenraum herrscht sehr viel leerer Platz. Dieser ist ursprünglich für die Integrierung von 2 Stereo-Lautsprechern geplant, doch aus Kostengründen entscheidet man sich letztlich doch für die Monotonspur über das Fernsehgerät. Und richtig interpretierend, was zum Erfolg ihrer vorangegangenen Pong-Konsole geführt hatte, besteht Bushnell darauf, der Konsole 2 Controller beizulegen. Ihr Name entsteht übrigens in Reaktion auf die Konkurrenz, die ihnen zuvorgekommen ist. Das Channel F, wobei das F für Fun steht. Oder ursprünglich Fairchild Video Entertainment System. Ein rundes Gesamtpaket, das im September 77 wie geplant für knapp unter $200 in den Regalen steht, mit dem Launch-Titel Combat. 8 weitere Titel können sofort zu jeweils 1995 hinzugekauft werden. Die Spiele auf den Modulen, die nicht mehr als 2 KB ROM-Speicher mitbringen, sind sehr simpel, sowohl spielerisch als auch optisch.
Alle Launch-Titel beschränken sich, genau wie Pong, auf einen einzigen Bildschirm und variieren nur mit Hilfe der Konsolenschalter im Spielmodus und gewählter Schwierigkeit. Trotz Ataris Selbstbewusstsein lief der Konsolenverkauf nicht gut genug an, um Warner Communications Investitionen wieder auszugleichen. Um in Reaktion darauf noch mehr Geld zu sparen, verlagert man die Produktion 1978 von Kalifornien nach Hongkong und setzt die Wertigkeit der Hardware etwas herab. Die Made-in-China-Variante ist nicht nur leichter, sondern bekommt auch ein dezent angepasstes Design. Von den 800.000 dort produzierten Konsolen setzen nach einem Jahr noch rund 300.000 im Lager Staub an. Um dem entgegenzuwirken, will Bushnell eine inzwischen gängige Praxis etablieren. Er senkt den Konsolenpreis und setzt darauf, seinen fehlenden Umsatz mit der angebotenen Software zu generieren, während an einer Nachfolgekonsole gearbeitet wird. Soweit zumindest der Plan. Investor Warner Communications, denen die roten Zahlen Gänsehaut bereiten, wollen nicht nur die Spiele, sondern eben auch die alte Konsole weiterhin mit Profit verkaufen. Das führt zu nicht enden wollenden Reibungspunkten zwischen den beiden Parteien, die schließlich dazu führen, dass Warner Atari-Gründer Bushnell Ende des Jahres vor die Tür setzt. Der es aber auch darauf anlegt, muss man dazu sagen. Damit endet auch die stellenweise vielleicht etwas zu lockere Firmenkultur, bei der Meetings auch schon mal im Whirlpool stattgefunden haben und feste Arbeitszeiten müde belächelt wurden. Sein Nachfolger ist der aus der Textilbranche kommende Raymond Cassar, Präsident von Ataris Verbraucherabteilung, der mit dem neuen Jahr 79 das Werbebudget erhöht, um die Umsätze mit mehr Sichtbarkeit anzukurbeln. Außerdem hebt er die Geschäftspraktik auf, fertige Spiele bis zum Weihnachtsgeschäft zurückzuhalten und etabliert nun auch Softwareveröffentlichungen im restlichen Jahr. Die Strategie geht auf und Ataris Verkäufe entwickeln sich in eine wünschenswerte Richtung, die auch Warner Communications zufriedenstellt. Tatsächlich beschäftigt Atari Anfang der 80er rund 10.000 Mitarbeiter, verteilt auf 50 Gebäude in Silicon Valley, und laut der New York Times ist es die am schnellsten wachsende Firma des Landes. In den eigenen Hallen kam Cassars Geschäftsleitung allerdings nicht so gut an. Viele Entwickler vermissen die Wertschätzung für ihre Arbeit. Sie werden öffentlich nicht mit ihren Spielen in Verbindung gebracht und erhalten keine Gewinnbeteiligung, die eigentlich abgesprochen war. David Crane, Creator von Pitfall, beschreibt die Zeit im Unternehmen wie folgt. Das entscheidende Ereignis in diesem Prozess lässt sich auf ein Memo der Produktmarketinggruppe von Atari zurückführen. Dabei handelt es sich um eine einseitige Liste der 20 meistverkauften Module des Vorjahres mit ihrem prozentualen Anteil am Umsatz. Der Zweck des Memos war der Hinweis, diese Art von Spielen verkauft sich am besten. Macht mehr davon. Dieses Memo zeigt uns jedoch nicht nur, welche Art von Spielen sich gut verkaufte, sondern auch, wessen Spiele erfolgreich waren. Wir stellten fest, dass 4 der 30 Designer einer Abteilung für über 60% des Umsatzes verantwortlich waren. Und da wir wussten, dass Atari im Vorjahr Module im Wert von 100 Millionen Dollar verkauft hatte, war es ein Schock zu erfahren, dass 4 Leute, die 30.000 Dollar pro Jahr verdienten, dem Unternehmen 60 Millionen Dollar einbrachten. Das bringt jeden dazu, über ein Stück vom Kuchen nachzudenken. Wir 4 legten diese kleine Verkaufsstatistik dem damaligen Firmenpräsident Ray Cassar vor. Unser Argument war, dass die Statistik zeigte, dass wir etwas besser machen mussten als andere. Da ein Spiel ein kreatives Produkt ist, ist es möglich, dass eine Person kreativer ist als eine andere und daher entsprechend vergütet werden sollte. Uns wurde gesagt, ihr seid für Atari nicht wichtiger als der Mitarbeiter am Fließband, der die Spiele zusammenbaut. Ohne ihn hätten wir auch keine Umsätze. Innerhalb weniger Tage nach diesem Gespräch waren wir weg. Also verlassen sie das Unternehmen, um das erste Third-Party-Studio der Welt zu gründen. Activision. Übrigens nur so benannt, um Atari noch einmal einen reinzudrücken und alphabetisch, zum Beispiel in Messeverzeichnissen und Katalogen, vor ihnen aufgeführt zu werden. Der Konsolenhersteller bringt das frisch gegründete Studio vor Gericht, das aber zugunsten von Activision entscheidet, unter Berücksichtigung von Lizenzgebühren. Sie beginnen damit, die Urheber der Games bekannt zu machen und ermöglichen Spielern, mit ihnen in Kontakt zu treten, um auszudrücken, wie viel ihnen das Spiel bedeutet hat. Zu einer Zeit, in der häufig nur ein Entwickler für ein Spiel zuständig ist, erlangen einige von ihnen in den richtigen Kreisen denselben Bekanntheitsstatus wie erfolgreiche Buchautoren.
Vollkommen entgegen Nolan Bushnells Plan, den Konsolenpreis zu senken, nutzt das neue Management ihr Auftreten im europäischen Markt 1979 dafür, den Preis sogar anzuziehen und bietet die Konsole für 340 Mark an, bevor er wenig später sogar auf 380 erhöht wird. Die Inflation mit einberechnet, ist die Konsole also noch ein gutes Stück teurer als die Nintendo Switch 2 heute. Und das trotz verringertem Lieferumfang, ohne Pedal-Controller oder beiliegendem Spiel. Immerhin gibt es aber noch die 2 Steuerknüppel dazu. Und die angepassten deutschen Spieletitel nicht zu vergessen, die aus einem Breakout einfach mal Fernsehflipper machen, aus Rennspiel Enduro Super Ferrari, auch ganz ohne Ferrari darin, aus Base Attack ganz frei Raumbasenattacke oder aus Frogs and Flies die hungrigen Frösche. Teilweise sogar mit reduzierten Spielinhalten. Wollen wir Tele spielen, weil das jeder kann. Erst kommt Asteroids, dann Super Breakout dran. Die verspätete Veröffentlichung auf der anderen Seite des großen Teichs liegt übrigens maßgeblich an der Vorbereitung für den PAL-Fernsehstandard, der entgegen der NTSC-Variante in den Staaten eine andere Auflösung und Bildwiederholrate bietet. Die Verkäufe ziehen also an und erreichen, auch durch das Ausscheiden des technisch unterlegenen Konkurrenten Fairchild, ihren Höhepunkt 1980 mit der Heimveröffentlichung des Kulthits Space Invaders. Gewissermaßen das erste Spiel, das die Begriffe System Seller oder Killer App verdient. Atari sichert sich die Konsolenrechte des bereits etablierten Arcade-Hallen-Hits und sticht damit gehörig die Konkurrenz aus. Auch wenn der Hersteller dafür erstmals auf ein 4 Kilobyte großes Modul wechseln muss. Der Startschuss für eine neue Ära der Videospiele mit weniger primitiver Software wie Adventure oder diversen Sportspielen. Mit den bis 1981 veröffentlichten 45 hauseigenen Spielen und den seitens Activision beigesteuerten Titeln sichert sich Atari einen amerikanischen Marktanteil von 85%. Adventure begründet auch mit seinem Namen das Genre der Action-Adventures und um die damals noch fehlenden Credits auszugleichen, versteckt Entwickler Warren Robinett das erste weithin bekannte Easter Egg in einem Videospiel und opfert dafür 5% des Speicherplatzes auf dem Modul. Ein Geniestreich, den Ready Player One damit belohnt, Spiel und Geheimnis mit dem Finale der Geschichte zu verknüpfen. Frogger ist der Port eines der beliebtesten Arcade-Spiele seiner Zeit, dessen Spielprinzip zeitlos auch für die PlayStation adaptiert wurde und selbst bis heute gespielt wird. Activisions Pitfall gilt als einer der Urväter des Jump'n'Run-Genres. Superman ist das erste auf einer Lizenz basierende Videospiel, das man, entgegen der meisten anderen Spiele damals, tatsächlich durchspielen kann. Breakout, das Spiel an dem Wozniak und Jobs maßgeblich beteiligt waren und das der Soziologe David Sutnow zum Anlass genommen hat, ein Buch mit 224 Seiten darüber zu schreiben, wie er versuchte, das Spiel zu meistern. Video Chess ist auch unbedingt erwähnenswert, weil es eine sehr komplexe Schachsimulation ist, die auf hohen Schwierigkeitsgraden mehr als 4 volle Tage einen einzigen Zug planen kann, und das strapaziert die Ressourcen der Konsole bereits dermaßen, dass gleichzeitig nicht das Schachbrett angezeigt werden kann. Pelé Soccer ist das erste Videospiel, dem eine prominente Persönlichkeit seinen Namen leiht. Wir wollen auch nicht unterschlagen, dass Donkey Kong und Mario damals noch keine Nintendo-exklusiven Marken sind. Missile Command und Asteroids werden zu den erfolgreichsten Spielen des Jahres, wobei letzteres sogar die Grenzen dessen sprengt, was Atari für ihr System vorgesehen hatte. Auf ein 8 Kilobyte Modul aufstockend, bringt man die Konsole langsam an ihr Limit, was auch zu einer Bibliothek führt, die stellenweise gehörig an Qualität einbüßt. Was an der Bibliothek allerdings auffällt, besonders wenn man sich die meistverkauftesten Spiele der Plattform ansieht, ist, dass ihr langjähriger Erfolg auf dem gut gewählten Einkaufen von Lizenzen aufbaut. Nicht nur Filmlizenzen, sondern eben auch populäre Arcade-Titel anderer Hersteller. Unter den 10 meistverkauften 2600 Spielen finden wir mit Demon Attack, Asteroids und Pitfall lediglich 3 hauseigene Atari-Titel. Für den Rest und vor allem die Top 3 sind Entwickler wie Midway, Sega, Taito, Nintendo und allen voran Namco verantwortlich. Platz 1 belegt nämlich mit 8 Millionen verkauften Einheiten die 1982er Veröffentlichung von Pac-Man, obwohl die qualitativ deutlich hinter dem zurückbleibt, das man aus Arcade-Hallen kennt. Das tut den Verkäufen allerdings keinen Abbruch und macht Pac-Man zum erfolgreichsten Titel der Konsole. First the Pac-Man eats through a maze of dots, then the Pac-Man heads for the corner spot.
then he eats his fill of a power pill. Kein Wunder also, dass Atari auch noch im Jahre 2025 auf diese Kultikone setzt und 2 Jahre nach dem Release ihres Atari 2600 Plus eine Sonderedition veröffentlicht. Die Pac-Man Edition verzichtet zwar auf das ikonische Holzimitat der klassischen Konsole, gleicht das aber wieder aus mit den beleuchteten Charaktersymbolen sowie Atari-Logo beim Einschalten. Davon abgesehen orientiert sich der Aufbau aber an der 4-Switch-Version des Originals, natürlich mit einer willkommenen Modernisierung der Anschlüsse. Wie man aber am Controller-Port erkennen kann, bietet die brandneue Konsole weiterhin die Möglichkeit, auch deine Steuerknüppel aus den 80ern anzuschließen. Solltest du davon keine griffbereit haben, kommt das 2600 Plus aber auch mit einem eigenen Joystick daher. Ebenfalls großartig an das Design der Pac-Man Edition angepasst. Der CX40 Plus Wireless Joystick funktioniert dankenswerterweise ohne Kabel und lässt sich problemlos per Dongle mit der Konsole synchronisieren. Separat erhältlich für 34,99 gibt es auch die farblich den 4 Geistern nachempfundenen Joysticks. Natürlich kommt das Gesamtpaket auch mit einem bzw. 2 Spielen daher. Das Pac-Man Double Feature präsentiert sich in einem klassischen Modul, verpackt in einem schlichten Pappschuber. Das überraschend großartige Booklet liegt separat bei und ist selbst für ein derartig simples und weitestgehend selbsterklärendes Spiel liebevoll und umfangreich gestaltet. Mal davon abgesehen, dass ich schon ewig kein Booklet mehr in einem modernen Spiel gesehen habe. Wann war das letzte in Farbe gedruckt? Die verbaute Hardware der Konsole ist natürlich nicht mehr dieselbe wie früher, sondern emuliert das eingesteckte Modul lediglich. Dadurch wäre für das Double Feature sicherlich auch problemlos ein Auswahlmenü möglich gewesen, aber Retro-Fans und Neugierige werden adäquat angesprochen, indem man durch die am Modul befindlichen Hebelchen das Spiel wechselt. Standardmäßig startet das Modul die brandneue und sehr schicke Arcade-Version von Pac-Man 7800, die zumindest spielintern mit einem Menü daherkommt, das die Anzahl der verfügbaren Level, zufällige Labyrinthe, die Schwierigkeitsstufe und die Geschwindigkeit einstellen lässt. Ich empfehle letzteres nicht anzurühren, da man sonst vermuten könnte, dass Pac-Man mit den Dots illegale aufputschende Substanzen zu sich nimmt. Als jemand, dessen einzige Joystick-Erfahrung auf dem C64 beruht, ist die etwa 3-mal kleinere Variante des CX40 Plus arg gewöhnungsbedürftig und es dauert einige erfolglose Versuche, bis man realisiert, dass man gar nicht so zögerlich mit dem niedlichen Teil umgehen muss und auch gar nicht kann, wenn man auch nur das 2. Level erreichen möchte. Ohne etwas physischen Nachdruck wird es tatsächlich schwierig, Pac-Man das machen zu lassen, was man möchte. Wenn das erst einmal einigermaßen sitzt, wird man trotzdem noch das eine oder andere Mal fluchen, wenn Pac-Man trotz Knüppelkippen seine Abbiegung verpasst. Aber das sehe ich als wahrscheinlich authentische Spielerfahrung zu früher an. Ebenso wie der aufkeimende Ehrgeiz, der einen packt und am buchstäblichen Ball hält, bis zumindest eine der Hände verkrampft. Wechseln wir hingegen zu der Spielversion, die maßgeblich mitverantwortlich gemacht wird für den Videospiele-Crash von 83, wird es weniger unterhaltsam. Und ich kann mir auch keine Nostalgiebrille vorstellen, die das ausbaden kann. Das bereits angesprochene Flackern springt einem bereits penetrant entgegen, bevor man überhaupt den Startknopf gedrückt hat. Und auch ansonsten hat man in dieser Neuveröffentlichung nichts beschönigt. Um noch einmal einen schnellen Geschichtskurs zu machen. Die 2600-Version von Pac-Man musste auf der Konsole mit 32 mal weniger RAM auskommen als in seinem dedizierten Arcade-Automaten. Und hinzu kommt, dass Atari, um Kosten zu sparen, auf die bereits verfügbaren 8 KB Module verzichtet und das mickrige 4 KB Modul nutzen lässt. Das alles hat nicht nur den grafischen Look ohne nahezu jeden Wiedererkennungswert zur Folge, sondern auch eine sehr eingeschränkte Farbpalette. Besonders der ungesund wirkende Hintergrund wirkt befremdlich. Was allerdings keine technische Notwendigkeit ist, sondern Ataris Regel, schwarze Hintergründe allein Weltraumspielen vorzubehalten. Was das Spiel trotz all seiner Schwächen aber trotzdem zum millionenfachen Verkaufsschlager gemacht hat, war natürlich das kulturelle Phänomen Pac-Man, das man im damaligen Kosmos vielleicht mit dem Start von Pokémon in den späten 90ern vergleichen kann. Und die immense Marketingmaschinerie seitens Atari, die nicht nur 1,5 Millionen in ihre eigene Kampagne pumpen, sondern auch Kaufhausketten wie Sears und JCPenney dazu animieren, aus eigener Tasche ihre Produkte zu bewerben, um den Hype nicht zu verpassen.
Zu akademischen Zwecken sicherlich ein nettes Add-on, aber die meisten werden sich sicherlich eher zu der neuen Arcade-Version hebeln. Mir gefällt das klassische Design des 2600 bereits hervorragend, aber die Pac-Man Edition hat mit ihrem knalligen modernen Look einen ganz eigenen Charme, der mir ebenfalls sehr gut gefällt. Der bzw. die Controller machen in meinen Augen im Vergleich zum Klassiker auf jeden Fall das Rennen. Das Anschließen ist kinderleicht, trotz der erhalten gebliebenen Retro-Mechaniken an Modul und Konsole und versetzt einen zurück in die wohlig willkommenen Zeiten von Plug and Play. Pac-Man ist dabei ein zeitloses Spiel und macht in seiner neuen Version durchaus süchtig. Den Preis von 149,99 kann man aber natürlich nur rechtfertigen, wenn man den Atari 2600 Plus auch für weitere Games nutzt. Die Steckverbindung passt sowohl für die von Atari neu aufgelegten Module sowie für die originalen Spiele von damals. Sowohl vom 2600 als auch vom 7800. Und die sind, auch dank ihrer großen Auflage, größtenteils sehr erschwinglich. Wenn euer Interesse geweckt ist, findet ihr in der Videobeschreibung einen Amazon-Link. Und wir schauen uns jetzt an, wie es in den 80ern mit dem originalen 2600 weitergeht. Mit einer zunehmenden Anzahl von Drittherstellern, die neben Activision Software für das System produzieren, wird der Markt geflutet von Videospielen, die zum Großteil allerdings primär mit ihrer mauen Qualität punkten. Mit der Veröffentlichung der ColecoVision-Konsole ist Ataris Plattform dann auch grafisch veraltet, was sie zur Entwicklung des Nachfolgers, dem Atari 5200, bewegt. Ihr VCS wird vor allem optisch general überholt und fortan als Atari 2600 verkauft, der zum Beispiel auch 2 der 6 Schalter auf seine Rückseite verbannt. Doch der Schaden ist bereits angerichtet. Das nur noch schwer zu überblickende Softwareangebot mit seinen unzähligen Spieleflops, die zahlreichen Klonkonsolen und das aufkeimende Interesse an Heimcomputern wie dem Atari 400 sorgen für ein wandelndes Kaufverhalten der Konsumenten. Das führt schließlich 1983 zum legendären Videospiele-Crash, der für viele Unternehmen der Branche den Untergang bedeutet. Während die Konkurrenz dem allerdings entgegenzuwirken versucht, weigert sich Atari-Mutter Warner Communications ein weiteres Mal die Preise zu senken. Mit ein Grund ist die kostspielige Entwicklung ihres grottigen, aber dennoch kostspieligen Lizenztitels E.T., auf dessen Modulen das Unternehmen sitzen bleibt, nachdem sie 20 Millionen für die Rechte hinblättern. Entwickler Howard Scott Warshaw kommt vom Hewlett-Packard zu Atari und ist verantwortlich für die großen Erfolge Yars' Revenge, in der man mutierte Hausfliegen spielt, die eine Alien-Invasion aufhalten, und Raiders of the Lost Ark, dem ersten Filmlizenzspiel aller Zeiten, bei dem man den zweiten Joystick oder Steuerknüppel braucht, um durch das Inventar zu navigieren. Darauf aufbauend überträgt man ihm die Verantwortung für die nächste Filmlizenz, Spielbergs E.T. Mit Weihnachten vor der Tür geht aber auch eine geradezu außerirdische Deadline einher, denn Warshaw bleiben nicht mehr als 6 Wochen, um das Spiel fertigzustellen. Er schafft es zwar, das Spiel, in dem man essentiell nichts weiter tut, als um Fallgruben herum zu manövrieren, wird von Kritikern aber zerrissen. Heute gilt E.T. als einer der größten kommerziellen Flops der Videospielhistorie und als eines der schlechtesten Games aller Zeiten. Atari schreibt Videospielgeschichte, als sie Abertausende der aus dem Einzelhandel zurückgeschickten Module, nicht nur E.T. übrigens, auf 14 LKWs verteilen und auf einer Mülldeponie in New Mexico vergraben, bevor sie zum Ende des Jahres hin einen Verlust von einer halben Milliarde US-Dollar verzeichnen. Doch sie überlebten und als 1984 das Gröbste überstanden war, knickt Warner Communications ein und senkt den Preis ihres Atari 2600 auf nicht mehr als $40, um die Lager leer zu kriegen. Ein letzter Versuch, Gewinn zu erwirtschaften, bevor Warner sich im Juli aus dem Heimkonsolenmarkt zurückzieht und Atari an den Commodore-Gründer Jack Tramiel verkauft, für $240 Millionen. Einzig die Arcade-Sparte behalten sie im Portfolio. Der Auschwitz-überlebende Tramiel hatte seine Karriere 1954 in Kanada begonnen, um amerikanische Importbeschränkungen zu umgehen und Gewinne mit Schreib- und Büromaschinen sowie Taschenrechnern zu erwirtschaften. 1976 kauft er, um Unabhängigkeit zu erlangen, den Mikroprozessorhersteller MOS Technologies auf, den wir bereits kennengelernt haben und der zur Herstellung des PET 2001 beitrug.
der weltweit erste für Privathaushalte erschwingliche und in Serie hergestellte PC, sowie dem deutlich bekannteren C64. Im Januar 1984 scheidet Tramiel aber infolge von Meinungsverschiedenheiten mit seinem Hauptinvestor aus und nutzt die gewonnene Freizeit, um sich Atari zu widmen. Infolge seiner Umstrukturierung erscheint 1984 eine weitere, noch kostengünstigere Revision des Atari 2600 mit dem Beititel Junior und bis 1985 hat sich Atari wieder berappelt, nachdem Nintendos NES die Popularität von Videospielen zurückbringt. Während sie sich eine Neuauflage des Junior-Modells nicht nehmen lassen, feiern sie 1987 den Verkaufsrekord in Deutschland, der die Plattform zur beliebtesten Konsole macht. Das liegt maßgeblich darin begründet, dass man auch hier schließlich den Preis senkt und damit die Konkurrenz von Nintendo und Sega aussticht. Noch bis 1990 produziert Atari eigene Spiele für ihren 2600 und schließt mit dem europäischen Release von Klax, bevor die Einstellung der Hardwareproduktion 1991 bekannt gegeben wird und der Verkauf des Restbestands im Folgejahr das Ende des legendären Lebenszyklus einläutet, nach dem Überleben von satten 3 Konsolengenerationen und einer Bibliothek von rund 500 Games. Dieser endet mit rund 30 Millionen verkauften Einheiten, wodurch der Atari 2600 nach wie vor in der Top 20 der meistverkauften Konsolen aller Zeiten steht und selbst die Xbox Series aussticht. Verdient, denn war der rustikale Großvater der Heimkonsolen doch ein signifikanter Wendepunkt in der Historie der Videospiele. Die vor allem technische Historie einer anderen Konsole schlüssele ich dir in diesem PS1-Video auf. Vielen Dank an dieser Stelle für eure wichtige Unterstützung des Kanals, an meine Kanalmitglieder Retrojäger, Michael, Robin, Pure German Entertainment, Gary, Vanessa, Mergu, Snake, Bibita, Iwa, Kai, Kawaii, Kawaii, Kimi und Lord Pimpim.